Hey Leute, Bador, willkommen zu einem Video zu Rocket League. Der allergrößte Rocket League-YouTuber, nämlich Masti, hat eine Ansage an Rocket League gemacht. Also Ansage ist halt ein komischer Begriff, aber in Deutschland nennt man das anscheinend so. Und gefühlt kommt das jetzt wirklich immer häufiger vor, dass große YouTuber darüber reden, dass es um Rocket League nicht gut steht. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagen hat. Hat er was Neues zu sagen? Das Video geht 16 Minuten. Ich denke, die Stellen, wo er nichts Neues sagt, werde ich dann natürlich rausschneiden. Also die offensichtlichen Dinge haben wir jetzt ja schon zu Genüge besprochen. Und falls ihr mal bei Neue seid, ihr könnt doch sehr gerne ein Abo da lassen. Es ist, glaube ich, auch Papierdrache im Shop. Eine sehr coole Tor-Explosion. This is a message to Rocket League, and this is gonna be a different type of video than I normally do. Right now, there seems to be a problem with Rocket League. The stuff that they are adding is not good. I'm almost like backed in a corner as this, you know, I'm the biggest Rocket League YouTuber. Außerdem die Corner, dass er halt quasi nichts anderes machen kann außer Rocket League. Ja, er hat ja nie was anderes gemacht auf seinem Kanal. Deswegen ist natürlich bei mir auf einem ganz anderen Level. Aber deswegen habe ich halt nicht nur immer ein Projekt, was ich spiele, sondern ich versuche unterschiedliche Projekte zu machen. In der Theorie, dass ich dann halt nicht ganz so hart abstürze. Aber fairerweise können auch einfach beide Spiele, die du aktiv spielst, abstürzen. Was hier mit Bloons und Rocket League passiert ist. Deswegen, ey, ein Hoch ab Rollstars, let's go, wir gehen rein. So it seems like people are like losing interest in the game and it's just going nowhere and there's no roadmap for the future. There's nothing to look forward to. Ja, really. Das stimmt fairerweise. Es gab ja mal eine Roadmap, wo gesagt wurde, das kommt jetzt dieses Jahr rein ins Spiel. Machen ja auch die allermeisten Entwickler. Zu Rocket League haben wir gar nichts. Wir wissen, okay, es kommen bestimmt noch kosmetische Gegenstände rein, aber ansonsten ist nichts garantiert zu diesem Spiel. Over 7 years now, I've been making videos for like 4 or 5 years, and this is the most unsure I felt, not only about my livelihood, YouTube and stuff, but Rocket League, the game. To get back to what I was saying, it's like hard to stay quiet when I care so much about this game. And it sucks to say it, but it seems like Rocket League doesn't care about the game anymore. Habe ich ja letztens gesagt, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und ja, er sagt ja auch einen guten Punkt. Man erwähnt so Dinge ja nicht, wenn man einfach nur meckern will, sondern weil man halt leidenschaftlich für das Spiel ist. Weil das Spiel einem was bedeutet. Weil man halt will, dass das Spiel besser wird. Deswegen will man seine Stimme halt äußern. Aber ey, wir haben ja diese Woche das Feature gekriegt, dass Smurfs jetzt 2 Stunden spielen müssen, bis die richtig smurfen können in Ranked. Nicht nur 1 Stunde. Ist ja schon mal ein Schritt. Ne, also, ich habe so eine leise Hoffnung, dass doch irgendwas passieren wird dieses Jahr. Was das Spiel besser macht. Saying Rocket League, I'm gonna call you guys out. I'm calling out Epicgames, bro. Where did things go wrong? So I remember the last World Championship, of course, Zen won it. Zen's the GOAT. On Team Vitality, I was there. I was in Germany. I got to meet a lot of you guys. It was the most hyped LAN I've ever been to, man. I'm not just saying that. There was the whole like Carmine Corp. They were like doing their thing, bro. It was crazy environment. And just look at some of these viewers, man. Look at these views. Look, 180,000, 120,000 more. Like this combined like 300,000 viewers at once. This was actually the peak viewership 8 years after release. So krass. But right now, it seems das ist so viel? Andere Spiele sind einfach so viel größer als Rocket League, was die E-Sport-Szene angeht, ne? Rocket League is at its very worst. So I don't know what happened like internally at Epic. Sometime in late September, so about a month after that World Championship, they laid off hundreds and hundreds of their employees. Yep. And I do understand sometimes you gotta do what you gotta do to keep your business running, to keep it profitable. But boom, all at once, hundreds of people out. And the kind of people that were like working on Rocket League, like. Passend dazu, by the way, Epicgames hat so viele Leute jetzt gefeuert letztes Jahr. Aber Epicgames hat wieder irgendeinen Rekord-Plus gemacht. Die haben jetzt nochmal Abermillionen von Disney zugeschoben gekriegt. Aber so ist es halt bei großen Unternehmen, ne? So kleine Mitarbeiter, ja gut, kannst du mal feuern. Es wird gespart, wo man nur sparen kann, obwohl man schon viel Gewinn macht. Kapitalismus sagt. Of people out, and the kind of people that were like working on Rocket League, like these aren't your normal employees. Like these are people that genuinely love Rocket League and love the game. I think that was kind of the beginning of the end here. On October. Viel früher, by the way. Ich finde, Masti liegt da völlig falsch. Der Anfang vom Ende war schon viel früher. Ich würde sagen, seit Jahren ist das Spiel am Ausbluten. Knockout ist am 27. April 2022 reingekommen. Und das war der letzte große Spielmodus, den wir gekriegt haben. Ich würde sagen, danach ist das Spiel halt schon gestorben, weil danach haben wir nichts Krasses mehr gekriegt in Sachen Spielmodi. Sachen, die wir uns ewig wünschen, sind immer noch nicht passiert, wie zum Beispiel neue Rumble-Gegenstände oder halt so, dass Knockout dauerhaft drin ist oder ein anderer Modus mal dauerhaft drin ist. Stattdessen wurde uns ja sogar Dropshot weggenommen. Also ich würde schon sagen, das ist ein bisschen früher passiert und Masti nimmt natürlich da auch ein paar Mitarbeiter in Schutz. Was ja nett ist, er kennt die wahrscheinlich auch persönlich und weiß es, die daran hart gearbeitet haben. Inkompetent. Ich sag's ja immer häufiger, 90% aller Entscheidungen, die zu Rocket League gemacht wurden, waren nicht die besten.
seit das Spiel draußen ist. Ne, es gibt Dinge, die gut sind. Turniereinführung, Knockout ist fun. Dieser Gwydion-Modus ist fun. Schwarzmarkt, Autos finde ich sogar ganz fun. Aber ansonsten lebt das Spiel halt immer noch von der Grundprämisse und fähige Entwickler hätten das Spiel wirklich aufs andere Level gehieven können bis jetzt. 10th, they just casually announced, hey, we're gonna be removing trading. That, like, no one could have put that on their Rocket League bingo card. That is just insane to even say. Okay, fair, das, ne? Ich würde, wie gesagt, sagen, Anfang vom Ende hat früher begonnen, aber das war so der Punkt, wo man es wirklich am allermeisten gemerkt hat, ja, okay, gut, beerdigt das Spiel einfach. Weil da fing das an, dass uns viele Features einfach weggenommen wurden. So many people did, and even for videos like lately, I was recording a video like 2 weeks ago. Me and Mizu needed to go undercover. He didn't have like a decal or something, so I was like, I got you. And I go to his profile, I can't give him the decal. And then I was like, it hit me, bro. Like, I really can't even trade anymore. And just looking at some of like the comments, there's 9.1 million views on this, and I can't find a positive comment on this. I said, you know, that's not very, killing like a big part of the game. Why? You know what I mean? It turned out to be for Rocket Racing, I think, like, because they wanted to integrate Rocket League items in there and they transfer to your account. And I'm actually a big... Rocket Racing finde ich auch von der Prämisse fun. Ne? Also das Spiel kaputt. Hab letztens ein Rennen gespielt, bin Erster geworden und ich habe 4% verloren. Also ich beende aktuell wirklich alle Rocket League Session damit, dass ich wütend Alt F4 drücke. Fan of Rocket Racing. I didn't think it was terrible. I feel like some people are kind of exaggerating on how bad it is, but I don't see the need to delete a major aspect of Rocket League just to put it in like a subgenre of Fortnite. Like that's kind of insane. Yeah, that's good. Give you guys some insider intel. Like, I was at Topgolf in Las Vegas at TwitchCon. This was like 3 or 4 months ago. I was talking to one of those people that got laid off at Epic. There was a few hundred of them. He was giving me like some insider scoop. He basically said, like, if you're not Fortnite, Epicgames does not give a about you. And here's where things get really in. Ich meine, guck mal, wie es Fall Guys steht. Habt ihr noch irgendwas von Fall Guys gehört? Man hat gehört, oh, das ist jetzt kostenlos, wurde aufgekauft und danach nichts. Das Spiel wird auch jetzt einfach ausbluten, Fall Guys. Und dann in 2-3 Jahren hörst du, ja gut, Fall Guys Server werden abgestellt, lohnt sich nicht mehr. Oder es wird irgendein extra Modus in Fortnite werden. And the very next day, hey, the NFL Fan Pass is back. We're gonna bring you 32 new decals. And we get like a slightly new looking menu, basically. Ich hasse dieses Menü, ne? Ich hasse dieses Menü so sehr, wie ich nur Dinge hassen kann. Es ist so verglitscht. Jedes Mal switcht das automatisch wo falsch hin. Es ist ultra slow, das Menü laggt. Habe ich ja eben gesagt, uns werden Spielmodi weggenommen, uns wird Trading weggenommen, uns wird ein Menü weggenommen, was clean funktioniert. And we get the same maps, but they just put grass on. Ja, die Maps finde ich aber cool, ehrlich well, gesagt. for going chronologically, Sunless, he decided to take some time off of YouTube. 3 or 4 days later, a human seems to be on the keyboard here. Hey, let's talk about the game we love, Rocket League. The same team that's been supporting Rocket League is still cranking out the updates in 2024, both the core game and RLCS. A bit too early to share details, but expect more news on that in the new year. And it's like, okay, sweet. Like, there's a human here. Everyone's like, W, like, these comms are good. Finally, they're back. Like, we missed you. But right after that, it just went back to, ja, nichts, hey, buy nichts. our items. Like, it went straight back. Es gab eine Sache, ne? Ich hoffe, die spricht noch an. Okay, and it was also around this time, if we're going chronologically, like everyone hates the game. Everyone like hates Rocket League's guts. And then they're like, hey, the Black Fennec currently in the Jordan item shop was incorrectly priced at 500 credits. And we have adjusted the price to 700 credits. I don't even have... Ja, das ist jetzt auch, es passiert tatsächlich aktuell so alle 2 Wochen, dass irgendwas im Shop falsch ist und korrigiert werden muss. Ist halt nicht mehr Übertreibung. I genuinely don't even have words. Like, they made an announcement. Hey, we put it too cheap. We're charging you more. And after that happened, after a 5-month off season, Rocket League Esports finally had a big announcement. You know, the big update they had is they're lowering the age limit now to join RLCS to be 13 years old when it was formerly 15. And that got a lot of backlash. I kind of do disagree with the decision because these are still literal kids. They happen to be very good at a video game. Like, they're put under so much pressure a day and grind like 8 hours. Like, aber zu 15-Jährigen zählt das, finde ich auch. 15-Jährige, sorry, für 15-Jährige gucken, sind ja auch noch Kinder. Jugendliche. Wenn du mit 15 Rocket League Profi werden willst, dann musst du ja auch so viel vernachlässigen, plus viel Glück haben. Finde ich auch generell nicht so erstrebenswert, Profi in einem Spiel zu sein, wo das Spiel am Sterben ist und der Preispool für den Gewinner auch immer kleiner wird. Ich rate jeden von euch ab, E-Sportler zu werden. Die Zeit, wo du wirklich E-Sportler sein kannst, ist so kurz.
Der Peak für einen E-Sportler, das sind vielleicht 2 Jahre. 2 Jahre, wo du on top bist und danach ist vorbei. Es sei denn, du bist halt wirklich einer der GOATs. So, dann vielleicht nicht. Aber die allermeisten E-Sportler, wo die wirklich richtig, richtig gut sind, 1, 2, vielleicht 3, 4 Jahre. Vielleicht. Und was machst du dann? Livestreamer werden? Okay, da brauchst du dann eine gute Persönlichkeit noch dazu. Und das ist jetzt wirklich der Best Case. Es sei denn, es ist LOL, weil League of Legends wird auch noch in 10 Jahren relevant sein. Aber das ist, glaube ich, auch noch schwerer reinzukommen. Ich habe keine Ahnung von. Much if you want to be at the top of this game, like an unreasonable amount of time put in. And if you get signed, like you have to put that time in. And these kids are like dropping out of school and becoming stressed because they're getting hate comments. So it's just naturally gonna happen. And I know apparently Jack has talked about it, and Arsenal has like spoke out about like his mental health. You know, being a pro from a young age at like 15, 16. I was eating bad. I'm not working out. I'm a skinny little. The only thing I had was me in the game. And these kids are gonna have to start going through all that stuff like when they're 13. That's kind of insane. And then a company called Blast kind of took over the esports scene of Rocket League. I haven't heard of them, but apparently they're very reputable. A lot of the pros are mad about is last season, 6 teams from each region got to make it for the major to compete for like the big money. And they just kind of randomly lowered it to 4. So now these professional organizations are kind of screwed because if their team Ist noch schwerer geworden, an das ganz große Preisgeld zu kommen. Potential earnings they can make just got sliced like a big chunk. And a really bad thing about this is even the number 1 teams like Genji from NA, Vitality from EU, like the very top teams, they still have to compete in this open qualifier now. Yeah. Every single split, every single regional. So if they have like a bad day, they're not guaranteed to get in. Also die müssen sich erst qualifizieren. Das ist dann so ein bisschen so wie der DFB-Pokal. Ich habe da auch ein paar Screenshots gesehen, wo irgendein Profiteam gegen halt irgend so ein Halb-Profi-Team gespielt hat. Und die haben halt irgendwie 50-0 gewonnen. Und dann mussten die halt ein Best of 3 machen und haben nochmal 50-0 gewonnen. And a lot of pros aren't happy about that. Because in the prior seasons, if you placed really well last season, you have some sort of like buy-in where you're at least like 2/3 of the way through a qualifier, or you're guaranteed to make a regional or something like that. But now it's like, you're gonna see Zen competing against like little Johnny 2946, it's his 3rd time ever picking up the game. Like that's literally gonna happen in qualifiers. More stress for the pros, less money, less majors, less spots to even be in those majors. A bit of an L decision there. And Joyo put it very well. He said Epicgames full boxed their esport and 200 pumped it. But yeah, they basically just copied over Fortnite and just, hey, put it on Rocket League. And meanwhile, like while all this is going on, like the same thing the day after, the very day after, here's what we get, guys. Die Items sehen halt meistens nicht mehr gut aus. Da gab es, glaube ich, einen Wagen, den ich gut fand, und den Rest war eher so kacke, optisch meiner Meinung nach. Ne? Also, da habe ich auch schon häufiger gesagt. Der ganze Fokus von Psyonix, Rocket League, Epicgames liegt auf den kosmetischen Gegenständen, und die kosmetischen Gegenstände sehen meistens nicht mal cool aus. For that, Rocket League drops like 2/3 of their casters. Yep. You know, the people that make, like, listen to Jorby. He slows him down. Shifty can't stop him there. Around the corner, Chicago, it bounces off the rim. Scrub. Den haben sie gefeuert, by the way, der jetzt kommentiert. Fand Epicgames nicht gut genug. Nicht leidenschaftlich genug. Like, imagine this clip with no commentary. Midfield, he's under 1. Like, you know, these guys were gifted, and they just got laid off, like a bunch of them with 2 weeks notice before RLCS. So a lot of these casters, they didn't know whether they were gonna be casting RLCS. Obviously, this is their livelihood. Das letzte große Rocket League Event war halt Monate vorher. Das habe ich ja schon mal gemacht, das Beispiel, ne? Du hast Sommerferien, kommst nach den Sommerferien wieder und dir wird gesagt, im Moment, du bist jetzt nicht in der 9. Klasse, du bist auch nicht in der 8. Klasse, du fliegst von der Schule, ciao. So ähnlich ist das gewesen. Their job, and then 2 weeks before qualifiers, that's when they kind of get the word they don't have a job anymore. Das ist so frech, despite there being so like kurz an vorher zu extremely long off season, 2 weeks before. You know, that's und das sind ja gute Leute gewesen, ne? I feel like a lot of you think that I have like some industry connect where I can like make a phone call and be like, yo, what's going on? But dude, I am left in the dark just as much as you guys. I'm hoping they're gonna add some creative. Vielleicht die Leute, mit denen er Kontakt hatte, die wurden gefeuert, ne? Aber er hatte bestimmt mal Kontakt mit ein paar Leuten. That's been rumored for so long, like Unreal Engine 5, so they can finally add Rocket League creative mode. Because Unreal Engine 5 wird nicht kommen. Da bin ich komplett von überzeugt. Die Leaks, die wir damals hatten zu Unreal Engine 5, das waren eigentlich Leaks zu Rocket Racing. Auch wenn die gesagt haben, oh, wir arbeiten an Unreal Engine 5 für Rocket League, glaube ich nicht dran.
Das ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Code like in Fortnite, how they have those custom maps, you share code with your buddies. Boom, you're doing some 1v1 challenge, you're doing some really cool like speed run or something. And even things like this, dude, like just yesterday, the next LAN is in March and it's already February, it's a month before. And this guy's like, hey, tell us where the LAN is. Cause like people need like to pay for their travel. They need to get visas to go all across the world. Yep. And you know, every day they don't tell us, the flights and hotels get more expensive. That's how travel works. And they're so tone deaf, they just reply with like, this emoji, like, no, we're gonna keep it a secret for now. But like, bro, we're not excited for the announcement. We want to know so we can plan our travel to go to these lands. It's like, it's just insane how much lack of self-awareness. Ich finde es halt, finde ich lustig. Es ist halt echt komplett dumm. It's like anything other than just cars, man. And I feel like there's still time to. Aber Masti, die haben doch jetzt verändert. Smurfs müssen jetzt 2 Stunden spielen statt eine, um smurfen zu können. Switch. I'll see you guys in the next video. Jo, sein Social Blade ist ja auch noch in Ordnung, ne? Also finanziell geht's ihm gut. Er hat das Video einfach nur gemacht, weil er halt wirklich besorgt ist um das Spiel, ne? Gut, interessantes Video. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.